Mit dem Compression Training System stärkst du deine Ansatzmuskulatur, um eben in der hohen Lage dem Luftdruck der Kompression standhalten zu können. Hier geht es um Muskelkraft, hier geht es um Ausdauer, hier geht es um richtiges Training für die hohe Lage. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Hier oben haben wir schon einmal ein Video mit dem Trompetenmundstück und dem CTS gemacht. Da könnt ihr noch mal reingucken, wenn euch dieses System neu ist. Ansonsten hier die Erweiterung. Wie ihr bestimmt schon gesehen habt oder gelesen habt, es gibt nicht nur die Möglichkeit mit dem CTS und dem Trompetenmundstück zu trainieren oder dem Mundstück eines jeden anderen Blechblasinstrument, sondern es gibt auch noch das Pencil Tool. Das Pencil Tool, dieses Stift-Tool, kommt letztendlich vorne auf den Schlauch drauf, da wo normalerweise unser Mundstück sitzt. Das heißt, wir haben diese Stiftspitze, die geht in den Schlauch und der Stift sitzt eben dementsprechend drauf. Und dann trainieren wir wieder eben unseren Druck aufzubauen und eben aus der Mundhöhle die Luft rauszudrücken. Wichtig ist dabei immer nicht aus der Lunge ins CTS-System pusten, sondern wir haben Luft in unserer Mundhöhle und die drücken wir eben raus. Das Schöne ist, hier haben wir eine Skala, das heißt, wir haben natürlich hier auch einen verbesserten Trainingseffekt, weil wir immer mitlesen können. Wir kommen zum Beispiel zuerst zu Beginn zu 60, zu 40, zu 60, zu 80, halten das 10 Sekunden lang mental, bauen wieder ab, löschen und gehen nochmal ran. Und vor allem das Gute ist, es ist lautlos, das heißt, du kannst es problemlos im Hotelzimmer, auf Reisen oder zum Beispiel auch auf dem Sofa trainieren, weil du einfach niemanden störst mit irgendwelchen Geräuschen. Also, wir gehen einmal ran, nehmen das Stifttool zwischen unsere Lippen vor den Zähnen und bauen wieder Druck auf. Wir nehmen mal die 80 und halten die 10 Sekunden stabil. Jawohl, jetzt wieder löschen, ausstreichen die Muskulatur. Du wirst auch merken, dass natürlich die Muskulatur angestrengt ist. Dementsprechend werden die Intervalle, wenn du das kontinuierlich übst, natürlich immer kürzer, weil die Muskulatur natürlich müde wird, das ist ganz klar. Übertreib's nicht und nimm nicht gleich die 140 oder 160 in Angriff, sondern ganz im Gegenteil. Bau das Ganze natürlich mit Sinn und Verstand auf. Also wie gesagt, erstmal 80, dann gehst du in der nächsten Woche auf 90, 100 und so weiter. Kannst du eben deine Kraft, deine Muskulatur ausbauen, um eben dem höheren Luftdruck standzuhalten. Eine wichtige Sache, die ich nicht vergessen möchte zu sagen, dieses CTS-System ersetzt natürlich nicht das Trompetespielen. Das ist ganz klar. Da gibt es natürlich ganz andere Fertigkeiten, die wir immer trainieren müssen, aber zusätzlich zu diesem Trompetentraining, zu deinem täglichen Üben, kannst du auch das CTS-System natürlich dazu nehmen und speziell deine Lippenmuskulatur trainieren. Also das war das Pencil Tool. Ich finde das Pencil Tool super, ein Favorit neben dem Mundstück von mir und jetzt haben wir natürlich noch eine andere Möglichkeit, damit zu trainieren. Ich lasse die Spitze von dem Pencil Tool auf dem Schlauch und stecke jetzt einen zweiten Schlauch eben auf dieses Tool. Und wie ihr an der anderen Seite sehen könnt, haben wir hier so eine kleine Platte, die letztendlich auch Luft durchlässt. Und hier können wir auch trainieren, ähnlich dem Pete von Warburton, unsere Lippenmuskulatur zu trainieren. Das heißt, auch hier wieder zwischen die Lippen gespannt vor den Zähnen und dementsprechend natürlich den CTS aktiviert, indem ich die Luft hineindrücke. Mit der Platte finde ich es gar nicht so leicht zu trainieren, aber ich nehme sie auch immer her. Am liebsten mache ich es mit dem Mundstück. Da bin ich einfach näher am Trompetenspielen dran, dementsprechend natürlich dann mit dem Pencil Tool. Mein Favorit, wenn ich unterwegs bin, mache ich das ganz gerne. Und letztendlich haben wir dann noch die Möglichkeit, eben mit diesem Ansatztrainer das Ganze zu trainieren. Wie gesagt, es sieht aus wie der Pete von Warburton und bringt uns letztendlich auch dann dadurch natürlich nochmal ein zusätzliches Training, auch wenn man dann hier zwischen den Lippen das Ganze ist. Es fühlt sich ganz anders an als das Pencil Tool und als das Mundstück sowieso, das ist ganz klar. Und man hat hier auch etwas die Möglichkeit, die Lippen nochmal auf eine andere Art und Weise zu beanspruchen, beziehungsweise noch sein Training zu intensivieren. Also eine gute Sache. Allerdings muss man natürlich immer aufpassen, dass man es immer mit dem Training nicht übertreibt. Trainieren, klar, darum, Trompete spielen ist ein Leistungssport, da geht es letztendlich darum, dass wir uns wirklich fit machen. Aber letztendlich geht es auch darum, dass wir natürlich am nächsten Tag noch spielen wollen. Das heißt, nicht am Tag vorher sich komplett fertig machen und am nächsten Tag klappt nichts mehr. Dementsprechend natürlich auch immer sich
Ziele setzen, wie zum Beispiel, man macht 5 Wiederholungen à 10 Sekunden, ein paar Sekunden Pause, Muskulatur ausstreichen und dann ein zweites Set mit den gleichen Wiederholungen und eventuell ein drittes Set. Da kannst du letztendlich dann natürlich dann auch erweitern, indem du am Anfang zum Beispiel nur 6 Sekunden aushältst pro Wiederholung, danach gehst du auf 8 Sekunden, auf 10 Sekunden und so kannst du letztendlich auch dein Tagespensum dann intensivieren und dein Training weiter ausbauen. Die dritte Möglichkeit, beziehungsweise die erste, wenn man sich das CTS-System kauft, ist natürlich hier erstmal den Pencil-Tool wieder vom Mundrohr machen, damit das Mundstück von der Trompete eben Platz hat. Also Schlauch ins Mundstück gesteckt und dementsprechend haben wir natürlich hier wieder unser Training. Mir gefällt es halt wirklich gut, weil wir ganz nah am Trompete spielen sind. Das heißt, ich habe hier genau die Ansatzmuskulatur, die ich auch beim Trompete spielen benutze und dann drücke ich Luft aus der Mundhöhle in das CTS-System und versuche eben dort einen gewissen Punkt zu erreichen, 140, und versuche das dann möglichst lange beizubehalten. Das ist immer mein Training. Regulär nehme ich es immer ganz gerne mit Stift, hier auf dem Sofa oben und so weiter und so fort, wenn man nichts zu tun hat und vielleicht beim Fernsehschauen, Nachrichten schauen, kann man sich dann wirklich noch mal ein bisschen Training holen. Und wenn ich konzentriert sein muss, beziehungsweise nach dem Trompete spielen, mache ich gerne noch mal einmal volle Kanne. Alles drauf, versuche ich dann so lange wie möglich zu halten, damit eben die Muskulatur nochmal richtig nach dem Trompetespielen belastet ist. Und danach ist der Übealltag für mich aber auch beendet. Ich hoffe, ich konnte jetzt alle Fragen rund um das CTS-System klären. Ich wünsche euch dabei sehr viel Erfolg. Wenn ihr Interesse an dem CTS-System habt, dann schreibt mich an. Ich gebe euch dann den Kontakt weiter, den deutschen Kontakt, und dementsprechend könnt ihr es natürlich dann auch dort beziehen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Trainieren. Lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.